Viele Tonnen Holz, hunderte Kilometer Straße, einen Job, den viele sehen, aber wenige kennen. Willkommen bei Kings of Timber. Kings of Timber, breaking through the night, sawdust flying, feel the power and the light. Für die heutige Folge sind wir in das schöne Pörnbach gefahren zur Firma Holztransporter ihm. Hier zeigen wir euch die Menschen hinter den stärksten Holzfahrzeugen in Deutschland. Bevor wir uns jetzt gleich mit Herrn Ihm über seinen Arbeitsalltag und die Herausforderungen im täglichen Einsatz unterhalten, einen kleinen Blick aufs Arbeitsgerät. Wir haben hier den Volvo FH16 mit dem neuen D17 780 PS Motor mit 3800 Newtonmeter Drehmoment, der Volvo Dynamic Steering als Lenkung, dem X-Track Hydro 3 Vorderradantrieb, eine pneumatische Ladungssicherung, die es dem Fahrer möglich macht, ergonomisch und effizient zu laden, haben einen Locklift F150Z mit Zweikreishydraulik und hydraulischer Vorsteuerung, die das Laden präzise und effektiv gestaltet. Wir haben hier das neue Hochsitzgestell mit der verstärkten und KTL-beschichteten Aufstiegsleiter. Jetzt wird's spannend, jetzt haben wir genug über das Arbeitsgerät gesprochen, jetzt wollen wir erfahren, welche Menschen dahinter stehen. So, jetzt stehen wir heute hier mit dem Mann, um den sich alles dreht. Herr Ihm, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Freut uns, dass wir hier sein dürfen. Heute Morgen, als wir auf der Hof gefahren sind, hat man direkt gemerkt, dass hier sehr viel Leidenschaft drin steckt und dass es hier nicht nur ausschließlich um die Holzlogistik geht, sondern auch um die Menschen, die dort arbeiten. Deshalb die erste Frage mal so, um einzusteigen. Wie hat denn die Unternehmung begonnen? Wie sieht die Geschichte des Familienunternehmens aus? Das Unternehmen hat früher hat der Opa hat mit den Rösser Holz gefahren. Ja. Und dann hat der Vater weitergemacht mit Unimog und dann später mit einem LKW. Und dann hat er nach einigen Jahren aufgehört und dann war einmal eine Pause drin. Und dann haben ich und meine Frau 1998 haben wir noch wieder angefangen. Und seitdem gibt es das Unternehmen. Was macht die Firma Ihm im Alltag besonders? Die Leidenschaftlichkeit mit dem modernen Fuhrpark Holz zum Fahren. Wenn jemand jetzt erst schon mal zu euch auf den Hof kommt, zur Firma Ihm, was soll er denken, wenn er bei euch auf den Hof fährt? Dass er einen schönen, modernen, instand gesetzten Fuhrpark hat und dass die Arbeiter Spaß am Arbeiten haben. Wie sieht euer klassischer Arbeitsalltag aus? Wann klingelt der Wecker? Wenn der Wecker klingelt, um 3:30 Uhr, um 4 Uhr wird die Arbeit begonnen. Je nachdem, wie es in die Sägewerke läuft, mal gut, mal schlecht. Wenn es gut läuft, haben wir um 16, 17 Uhr mit der Arbeit fertig. Was macht dir heute noch genauso viel Spaß, wie es früher gemacht hat? Mein Spaß macht mir heute immer noch das Gleiche wie früher. Bloß mit der Technik, mit der neuen Technik wird es halt immer schöner. So, jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Gast, Manfred Reitlinger vom Kaffel Fahrzeugbau, der maßgeblich daran beteiligt war, dass das Fahrzeug so auf die Straße gekommen ist. Manfred, danke, dass du da bist. Und, herzlichen Dank für die Einladung. An Christian, danke. an der Herr Ihm kurze Frage, warum ist genau zu dem Setup gekommen? Warum genau dieses Fahrzeug? Warum? Erstens mal, wo ich Spaß bei der Arbeit habe und die hat man mit diesem Fahrzeug, eben weil es halt FH16 ist, die Leistung ist da. Dann den X-Track im Winter eine sehr große Hilfe, weniger Ketten montieren und wie gesagt der Kran, desto größer, desto schöner. Und der Aufbau von der Firma Kaffel ist halt perfekt. Auf welches Detail ist denn Kaffel als Unternehmen stolz mit diesem Projekt? Ja, aus erster Linie sind wir natürlich stolz auf das tolle Produkt, was wir letztendlich ausliefern. Aber ich glaube, im Vordergrund kann ich sagen, dass wir seit fast 30 Jahren für die Firma Ihm ausnahmslos die Fahrzeuge so bauen, wie es hinter uns stehen. Und da sage ich herzlichen Dank an Herrn Christian Ihm und natürlich an die Bianca. Wie siehst du die Branche in 10 Jahren? Wie sieht die aus? In 10 Jahren, ich sage, das wird noch verrückter. Die Arbeit wird nicht weniger, trotz dass man sagt, das Holz wird immer weniger, aber das sieht man eigentlich nicht, weil die Sägewerke immer mehr produzieren. Und ich denke, dass es genauso weitergeht.
Welchen Rat wird heute junge Leute geben, die in der Holzlogistik nochmal von vorne anfangen würden? Mei, genauso machen, wie es ich und meine Frau gemacht haben. Zusammenhalt ist einmal das Allerwichtigste. Ja, genau. Und viel arbeiten auf alle Fälle, das muss drin sein. Ja. Und ja, nichts schleifen lassen Ja. und mit dem Kopf bei der Arbeit sein. Perfekt. Das Aufbaufirma kann ich nur sagen, dass die Firma ihm weiterhin zur Firma Kaftel kommt und so schöne Aufbauten machen lässt. Das war's für heute bei Kings of Timber. Vielen Dank an Christian und das gesamte Team von Holztransport ihm. Man hat gemerkt, wie viel Einsatz und Leidenschaft ihr jeden Tag einbringt und warum ihr echte Kings of Timber seid. Danke für eure Zeit und wenn ihr zusammen mit uns auf dem Holzweg bleiben wollt, im besten Sinne, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das war's bei Kings of Timber. Over and out.